opening night live proper. The big show. Sollen wir dann später streamen, oder? That one is gonna look nice. That one's got Jeff Keighley. That one's got a budget. It's gonna be fancy looking. Ja, so einfach Not durchziehen. like this. And then you might be thinking, wait, is the next 20 minutes just this guy with his headband talking to me about stuff? No. It's going to be some of that, but most of the show is trailers. We have world premiere trailers right here for the pre-show. If anything, my job is just to smile at you and fill time in between trailers. In fact, we should, I think, start off with a trailer. We'll talk about opening night live. It's going to be big and fun and awesome, but I feel like the best way to kick off a pre-show is just to get right into one. Our first world premiere trailer is a game that was just announced earlier this year at an Inside Xbox event from Bandai Namco. This is Scarlet Nexus. Okay, geht schon. Was? Das ist 17. Ja, aber der zeigt trotzdem ein, zwei Sachen. You have to be prepared for anything. Intruders were just detected. We have to work together. 150.000. Sieht aber eigentlich voll geil aus, ne? The world will be destroyed. We have so many different powers. Let's do this. You have your ways of doing things, Ah, was geht MSP? and I have mine. Ist das so von der Lautstärke her gut? Charlie, sag mal irgendwas. Also ist das so gut? Ist es so ausgeglichen? Von den Stimmen und vom Stream her? Okay, perfekt. Ey, Digga, Tali, ne? Das muss ich auch mal erzählen. Guck mal, ich habe gestern ja dieses Black Ops Ding gemacht, ne? Ja. Und ich stream so ganze Zeit mit MSP, also er ist im Chat, ich stream so. Und er reagiert halt immer so, also MSP hat immer so 30 Sekunden später geantwortet, ne? Und ich dachte mir so, was ist los, ne? Warum antwortet er so spät? Ja. Schon nachdem der Stream beendet war, weißt du, was ich gemerkt habe? Und mein Delay war einfach auf 60 If you're just now Sekunden. joining Auf us, eine this is the Minute. GamesCom Opening Night Live 2020 Die ganze pre-show. Zeit. Ich That was a wusste das trailer gar for a nicht. video game and Auch not bei an CS, wo anime, wir immer and I'm gespielt Kyle haben. Immer Boss eine and not Minute. important. For the next Das ist 20 komplett minutes, hart. less than, Junge, much less than aber immer auf now, eine we are Minute counting gehabt. down the minutes Das- until the big show, Hart, Opening das Night ist. Live, in which Ja, we're gonna Mann, get das ist fresh echt so. looks at Fall Guys Aber Season MSP, ich 2, habe jetzt gar Destiny kein 2, Delay drin. Also wenn du was Call of schreibst, Duty kommst Black direkt Ops Cold rüber. War was just announced yesterday. Voll wild, We're dass man already das getting nicht to see direkt more of ändern that kann, ne? tonight. Naja, Lots so of things ohne to see. Außen Cindy Goodman from anzumachen. IGN is going to be Ja, giving out the Test. GamesCom Awards for Best PC Game, Best Ist direkt PlayStation jetzt. Game, Best Xbox Game, as well as talking about some brand new shows So, from jetzt ist so eine IGN that they are Pre-Show. debuting this week at Gamescom. Ist ein Lots of bisschen stuff langweilig wahrscheinlich. in ONL. It is going to Er be a zeigt zwar ein, chunky zwei thick Spiele, show, aber die but großen in the Spiele meantime, kommen for halt, this wie es oben pre-show, rechts it is steht, in time 13 now Minuten. for another world premiere on our end. The game next that we're going to see is called Quantum Error. And parents, let me warn you now. It's time to put the kids to bed. Because it's about to get scary as hell in here. I don't care if you're in the Western Hemisphere and it is the also the afternoon. Put the kids to bed. Put the kid to bed. Was? Unreal. PlayStation. Safe PS5. That artifact you recovered. Ja, man, Ja, PS5-Spiel oder was? ich glaub schon. Denkst ja, wenn du kannst, dann lass spielen in SP. Also, wann auch immer du kannst, können wir direkt Go machen. Die Grafik sieht gar nicht mal so krass aus, ne? Ja, R2 ist PS5. We can control them now. PS5-Spiel hat. Okay, geht. Aber finde ich bis jetzt noch nicht so krass. Muss wieder sehen, Digga. Use them to travel the stars. Werden die. Humanity's reach Outlast 3 kommt? will be Wusste ich gar nicht. infinite. Wo weißt du das? Ich hab, glaube ich, 1 und 2 beide auf Steam, aber beide noch nicht gespielt. Aber ich habe mich immer zu hart eingeschissen. Ich habe immer die Gameplays geguckt. Ehrlich? Ja, Mann. Wandrum.
We've got a lot more world exclusive trailers to go, more pre-show to go, and interview with Jeff Beide Keighley. durchgespielt, Next Alter, up, krank. Auch die we DLCs have vom a zweiten? car Oder brand vom ersten? Ja, ich synonymous glaube, war beim with ersten die racing DLCs. and innovation, and a key partner of Gamescom for years, Ford. They're about to exclusively reveal the first ever car made with gamers for gamers. Check it out. Hast du gehört? Er sagt einfach, Ford hat ein Auto gemacht. In 2019, we brought Für our Gamer largest angeblich. breakthrough to gaming, and Team Fordzilla was born. Powered by Ford. And that was just the beginning. In May, we launched Project P1 to Legendary. design a car in collaboration Europe. with gamers for Sheffield, gamers. This Ding. project was a global first, and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fordzilla Project P1 model. Geht's noch tiefer? Ford. Hat- Was? Ist ein echt jetzt oder ein Spiel? Safe kommt in Gran Turismo oder so, worauf sind wir? Krank aus, Digga. Ja, Mann. Was für ein Auto, Digga. Aber wer soll sich das kaufen, Digga? Die denken Ja. auch, wir sind alle Millionäre. Sieht aus wie ein Batmobil, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann, MSP, genau das Problem habe ich auch, Mann. Ah, Wenn man Team- verfolgt wird, das ist das And now Schlimme. our second global announcement. You got us so excited with Project P1 that we are now committing to make a real world version of this groundbreaking Ja, die car. machen eine echte Version. If I didn't have games, Cousine. I guess I would just be writing a lot more. Also, Video games and writing are absolutely my two favorite passions, and I just managed to combine them into a job. So I feel like, honestly, I probably would have. Machen die finished a diese couple auf of den. books. Ja, guck mal, das wird, das ist spät. Ja, so ein Cyber-Dings, Cyberpunk 2077 Stuhl. So if I can't play things, if I wasn't into gaming, yeah, Alter. it'll be a lot. Ja, in Outlast TV 1, watching. ja, okay, Jumpscares nicht direkt, aber da stehen so, also da gibt's so voll viele Stellen, wo dann einfach irgendwo so ein Typ einfach so rumsteht, weißt du? Und dann kommt so ein Ton und das erschreckt dich dann. ach, Bobbelabop. Ist nicht direkt so ein Jumpscare, aber and read more books Deutscher, Digga. and get bored. Das er Stachel lacht, aus. er lacht Welcome immer back nach to the jedem Witz. opening night live pre-show. This is only the second year of ONL existing, but I think it is safe to say that Haben die this nicht year's gesagt, wie will lange es geht, be oder was? unconventional. Nee, haben die nicht to gesagt, aber tell us what to ich expect wette mit from dir bis the 21 show Uhr. this year, Safe, Digga, please die welcome ziehen doch nicht länger als Jeff eine Stunde Keighley. durch. We are now joined Ja, wenn du sagst 8000 by, Spiele oder so. Jeff Keighley, host Oha, Digga. and executive producer of Ist ja Opening richtig Night alt Live. geworden. How you doing, Jeff? I'm doing great, Kyle. How are you? I'm doing okay. Oh mein Gott, Digga, man sieht ihn das richtig an. Back in Digga, man sieht ihn das richtig April, an. Gamescom said we're going Oha. digital this year. When did you start thinking about ONL and how that's going to look? Wir werden auch alt, Well, Digga. we knew last year we were gonna do another. Hab den ONL Krückstock schon im this year Keller, Digga. because Für die nächsten it paar was a Jahre. big Ja, success, Zelle. but yeah, we had no idea what format it was going to take. Normally we were in Cologne. Das geht niemals This eine year, Stunde, Mann. we're doing it Doch, from stimmt. Los Angeles. But Das sind 1000 Spiele, actually, Mann. Wieso? Also, Gamescom came to me and ich said, glaube, "We ab definitely 7 wanna Uhr do geht's ONL. eine It's Stunde, ab it's a 8 Uhr meine ich, digital geht's event eine for Stunde. the whole world. So even if we don't have Von something 8 bis physically in 9. Germany, we still wanna do this show with Nein, you. aber ich glaube And I das said I was halt. doing Summer Game Fest, Weil- and maybe we can bring all Als these ob die nur so eine things halbe together Stunde to Spiele zeigen. Die haben Nein, 38 ist ja Spiele. länger. finale Ach so. for the Ja, show. vielleicht And- 2 and Stunden, wer weiß. all summer I was really hoping Wieso, wie lange to- kannst du denn? to do a Nein, show that was a nein, little bit frag bigger nur auf than den, I've wie been, lange es geht. broadcasting from Ich home glaub here nicht, for niemals many ein- Ja, years. eigentlich And hast du I wanted recht. something with 38 kind of a Spiele kann auch set 2 and a little Stunden bit of sein. spectacle to it. Vor allem, wenn die noch And so ein bisschen bring was the whole erklären und industry so, together. Gameplay And zeigen. that's what we're gonna do. 2, 3 So Stunden is it going to vielleicht. be just as long Egal. as a regular Bock show? doch dann mehr. Yeah, we have like 2 Ja, an einer hours of Stelle, stuff wo man to in der show Küche folks, ist, wo man- from across the industry. Ja, nicht You nur know, das. like, Ich the weiß big nicht mehr. stuff, Ich the versuche mich biggest gerade games zurückzuerinnern, out there aber are auch Call of Duty im and Keller a lot oder of wo das war, wo really, diese ganzen Leute hinter interesting diesen Gittern titles. eingesperrt Of course, sind. we're gonna have, Dieses some Knast-ähnliche. amazing next-gen Gab's auch voll stuff on the viele show. Jumpscares, wo einfach nur And, irgendjemand and Fall rumstand. Guys Season 2, which, has, you know, become a Und thing auch over in the der past couple of Bücherei weeks. So oder it's- wo das it's war, also really wenn man fun to gerade have, erst like, the da big and the reingeht in dieses small, Gebäude, the surprises and next-gen all dann blended war da together. direkt But in der yeah, it's a- Bücherei it's a auch so full-blown ein show, 2 Jumpscare, glaube hours. Is it ich. going to be just back-to-back Ja, trailers, das or are wird you going to gleich do weiß. some was interviews geht. and demos? You will definitely see trailers. Alles klar, You will Art. see some extended gameplay demos of some titles as well. There will be a few interviews with Alles a couple of fit im Schritt. developers. We've got some special guests. And one thing I will say kind of right out of the gate is that this is not sort of wall-to-wall
shock and awe Klick, 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 announcements klick. of Sag's new games MSP. similar to last year at Gamescom. klick. We have some really big updates on games that fans are Ich muss excited ein about. Match machen, wo and drauf steht klick, meaningful, klick, klick, but, klick. the kind of big surprise announcements. We have a few things in the show, and we have lots of great things planned for the Game Awards. Jetzt similar machen to wir last year, mal this is spielen, really Mann. a showcase Na, der of, hat gesagt, big wir haben holiday viele games, games coming next Überraschungsankündigungen. year that you know Mal about. gucken. So, I would tell people to set their expectations. Guck, vorher to be sagen die immer, really meaningful ja, updates wir haben on fast nur existing Spiele, die games schon versus bekannt sind. blowing you Und jetzt away machen die with, so, ja, wir haben voll. surprise Sag ich doch, das announcements. ist alles nur Verarschen. Great. Jeff, I am Mann, personally wir looking müssen, forward to the show. müssen Leute irgendwie Well, ranholen. Me too. It's been really fun to build this, but even working with our team, it's been challenging to do things safely in the era of COVID, and it's been meant a lot to me that Gamescom has said we still want to do this show. And I think for all of us in the industry, we want that big showcase. So I'm just really excited to honestly leave home, do have a set, and you'll see we've got screens and lights, and it's. If we do it right, we're gonna Warte nur darauf, dass der Stream losgeht. Mein Markenzeichen kommt gleich wieder, Digga. Kennst mein Markenzeichen, wenn du es gleich hörst. Cool game info, but I really wanted to do something live to it. So if we do things right, that's what people are about to see. Very cool. Good luck with everything. Thanks, Kyle. Thanks for hosting. Wie lange noch? 5 Minuten? I'm doing my best. Ach, fertig, oder? Yeah. So just so we're all on the same page about what just happened, that was basically an interview with my boss using questions that I mostly already know the answers to. So considering all that, I think that went pretty well. Komplett We do have another world premiere trailer, baby. Vroom, vroom, honk, honk. Vor allem, warum überhaupt diese Pre-Show, Digga? Wer braucht denn diese Pre-Show? Warum dieses Stirnband? Was ist das? Wann kommt GTA 6 raus? Oh, Playgrounds. GTA 6, es kommt ja erstmal GTA 5 nochmal raus für PS5 und Xbox Series One. Deswegen kann wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern. Ich schätze mal 5 Jahre dauert das noch, Minimum. Map Editor. Trackmania-Style. Also von Trackmania 1, was war's, wo du... Ja, das war mal geil. Die alten Dirt-Spiele waren auch geil, diese mit Drifts und so. Trackmania-Style. Nö. Ist auch schwerer so. Haben die auch zerstört, man. Leider. Ist neues Trackmania rausgekommen? Haben die. Vor 2 Monaten. Aber es ist halt so Abo-Modell auf dem. Du musst bezahlen, damit du das jährlich spielen kannst. Heftig war kein Wunder. Naja. Hat auch jeder gehasst. Das Abo-Modell. Alle sind ausgerüstet. Weil Ubisoft hat das Spiel irgendwie gekauft, also die Rechte. Vampire. Was? Aber. Stadia. So you think a vampire bit a car and sucked out gas? To be continued. It is now time for the part of the pre-show that I've been reading your live comments. I see them right now. Everybody's blowing up, demanding Kyle's 10 reasons. Ich hasse das auch voll, wenn die so tun, Let's kick it off. Reason number 10 to be excited for Opening Night Live 2020. Morgen Schule, gar keinen Bock, aber muss man leider. Jeff Keighley wardrobe. Das ist wichtig, Digga. Number 8 reason to be excited for Opening Night Live 2020. Destiny trailers usually pretty good. Number 7, it will mean this pre-show is finally over. Number 6, Call of Duty Black Ops Cold War. Number 5, I'm excited for ONL 2020 Shadow Drops. Number 4, Fall Guys Season 2. Number 3, reason to be excited for ONL 2020 actual gameplay from a mysterious PlayStation 5 exclusive. Ooh. Number 2, everything else in my life sucks right now. And the number 1 reason to be excited for Opening Night Live 2020, Jeff Keighley said it's gonna be good. We have one final world premiere trailer to show off, and this trailer is an announcement. Machen immer so auf lustig Streamer diese. Of a popular game from 2018 that can only be described as Dinosaurs. Enjoy. Ist so, das ist die Sache.
Und das ist einfach nur cringe. Hard Switch. You think that things are gonna turn out differently, huh? Well, the ones before you did too. Hab heute alle im Unterricht Because they believed gearbeitet, they ey. were in control. Ja, Digga, genauso musst du das auch machen, ohne Scheiß. Hauptsache der Lehrer sieht so, okay, der strengt sich wenigstens an. Dann gibt er dir wenigstens eine gute Note, so eine mittelmäßig gute. Und wenn du dann noch ein, zweimal aufzeigst, wenn er was fragt, perfekt. Mehr brauchst du gar nicht machen. Ab und zu melden. Ah. Ja, genau. Nur ein, zweimal melden, das reicht. In jedem Fach einmal. Be tenacious and stubborn. Life will not be contained. And what makes us such unique creatures is knowing the power. Jurassic Park oder was? Ja, Jurassic Park für Switch, glaube ich, oder? And still believing that we can win. Switch Sport. Ding so. Ja, man, hart. Ja, Complete Edition Switch Sport. Machen. Kannst du diesen Park aufbauen und so. Ja, aber was richtiger Müll ist, jedes Spiel kommt im November dieses Jahr irgendwie. Call of Duty auch, 11. November. Black Ops. You'll see Fall Guys Season 2. You'll see Black Ops Cold War. That mysterious PlayStation 5 demo. Some things we've probably never heard of before. I think it's going to be a very good show. I'm personally excited about it. Me. I should think waren zu viele verschiedene Schnitte drin, die hätten mal was Längeres zeigen sollen. But seriously, enjoy the show. Naja, 19. Aber die Grafik und so war schon heftig, Digga. Hat ruckelt bei dir auch? Dann liegt's an Gamescom. Hart, danke. Ja, ich wollte leise sein, aber Dings. Lass mir scheiß drauf, Mann. Kann mich aber auch muten, wenn's stört. Das ist der Unterschied, Mann. Ich passe mal auf, aber Charlie juckt das gar nicht. Er rülpst dann ins Mic. Er furzt auch ins Mic, wenn es so rumkommt. Alles, Digga. Danke, danke. Welcome to GamesCom. Opening night live. Uns ist vorbei, Mann. Ne, ist vorbei jetzt. Okay, jetzt kommt mein Markenzeichen. Hört gut zu. Hört ganz genau zu. Now this year GamesCom is of course a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, Junge, sind einfach Anzug an, aber hat Sportschuhe an. Junge, was machen alle auf Trends, sagt er hier, Digga. Einfach Hose. Games are only going to get better. Ja, er steht da alleine in so Raum und tut auch professionell. To this very moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off GamesCom 2020. Tonight you'll get a first look at Warum hat er so eine enge Hose an, Digga? Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Plus, we might have a couple surprises along the way too. But before we start, I want to acknowledge and thank all the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances to keep us entertained. This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first game, with a game that was just announced yesterday, Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan Vondrak from Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Dan, how you doing? 1:90. Good, Jeff. Thanks for having me here. This is been a dream project for us to work on from nearly the beginning of development. Guck mal, es gibt eine für 60, eine für 90 und die haben noch eine für 70 jetzt gemacht. Wenn du 70 bezahlst, kriegst du das Spiel auch für PS5. Und dann kriegst du beides auf den. Weißt du? 90 Season Pass, glaube ich, halt. Und dieser Charakter für Warzone. Drop the player into the 1980s at the height of the Cold War. And it's really something that we know would feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, you know, some familiar faces. So, you know, Woods, Mason, like break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? 11. November raus, oder?
Ja, 11. Yeah, November. part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason and seeing how Und all bitte those zeigt noch ein personalities Gameplay, mix with ein some of neues, the new Digga. Wenn die characters. jetzt So das the von campaign gestern takes zeigen, place in dann ist das doch hart 1981, langweilig. and we love Ein bisschen that mehr, we've been able to have so ein many bisschen mehr connections to Kampagne the dran, original deswegen. Black Ops and really be that direct sequel to the game. Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through your thinking there? Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. They can name them and pick a military background and really pretend they are that Black Ops soldier that they want to Hast du be. gehört? From there, we wanted to take some Story of kannst du deinen eigenen Charakter erstellen. optional objectives, multiple Kannst Namen paths, and some auswählen, player Hintergrund choice moments auswählen. inside some of those missions. And it was fun Und, to find und die that Story hat balance auch so between the hard Entscheidungen so driving auf Call of den. Duty action Wenn du A and machst, these more dann passiert non-linear B. experiences inside some of the Doch, ich finde missions. das geil, Mann. So with choice comes the player wanting to feel that Alles, was du impact. machst, hat dann so some of those choices Nachteile earlier und in the Vorteile. game, Doch, and ich some finde das towards geil. the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to Bock, this Bock, game. Bock. Yeah, absolutely. That was one of the big things for us. It's like we love that Black Ops has always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2. And with our story and with these features, we love paying homage to those early Black Ops games. Oh yeah, I remember the numbers. All Ja. right. Well, Dan, So wie Detroit we oder are wie das excited Game to heißt. see Meinst du more, but Detroit the Become multiplayer Human? Das reveal is coming in ist September, exclusive? but since you got a few Nein, switch ich mein, there, maybe you mein can flip MSP. the switch on something exclusive for us. What are you going to show us? Mein MSP hat was gemacht. Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've done this outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So Ja, let's ja. take a look. Crossplay meinst du noch? Ist doch bei Modern Warfare auch so. Ja, und auch die Eltern gucken. Ne, ist doch gerade auch so. 1943. Ah, neuer Trailer, glaube ich, oder? Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. Hat einen Beck. 1968, the Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. Neue Sachen zeigen, ist heftig. 5 days ago, while on a mission, Ich glaube, das ist we neu. acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus. The CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Ist so, ne? Immer Russen, Mann. In jedem Call of Duty, in jedem Kriegsspiel immer die Russen schuld, Digga. Ah, liegt halt dran, dass die Spieler aus Amerika kommen. Sind da so Feinde. I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? Die haben diesen Präsidenten voll geil nachgestellt, ne? Sir, their requests are highly irregular. Most Sieht likely 1:1 genauso aus. What the hell are you talking about? Do you know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from Ja, ich glaube auch, dass nur dieser hier, There is dieser no higher duty
gerenderte There Film. is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. Ja, hätten Gameplay zeigen sollen, Digga. Tonight we have some new nächste Woche. game announcements for you guys as well, including this one, a new next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Check out this first look. Tschüss. Was ist das für eine Grafik? Ja, Safe PS5. Hm. Glaube ich. Ja, der war kurz Moab gezündet. Moabit. Ah! Das ist doch seine Cousine. Ist. Wieder kein Gameplay, oder war das Gameplay? War nicht, ne? Gameplay. Warum zeigen die nix? Ja, alles wieder. Das sieht trotzdem geil aus. Ah! Warum macht dieses. Warum jetzt? Oh, Warum? mach doch nicht in dieses Loch noch ein Loch rein, Digga. Mach doch nicht. Warum jetzt? Warum Kommt jetzt? to PC and next generation. Ja, beides. Warum machst du ein Loch in noch ein Loch rein? All right, let's get to the gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal. Tonight, we've got an exclusive first look at the campaign expansion called The Ancient Gods Part 1. Check this out. Neue Kampagne. Kann geil aus. Ist so MSW, mal so ist das Leben. Lies mal seine Kommentare mit vor, sonst weiß ich nicht, was er immer schreibt. Hä? Lies mal seine Kommentare immer mit vor, weil sonst weiß ich nicht, was ihr redet. Er sagt dieses von euch erschrecke ich mich die ganze Zeit. Ja. Ja. So ist das Leben, Mann. Einer kommt, einer geht. Doom. Ich hab gar nicht gecheckt, warum das dieses Jahr so gehypt wurde. Ah, ich auch nicht mehr. Vom Spiel her sieht es eigentlich aus wie dieses von 2016 oder wann das war. Diese Reboot. Guck mal, das ist 2005 oder so. Ja, deswegen, Digga. Warum? Ja. Sorry, wollte ich nicht erschrecken. 2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. Casey, over to you. Hey Jeff, This one, it's great skinny to see you jeans. again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. And since then, we've been imagining new ways to use next-generation technology to bring the world and characters of Dragon Age to life. We're still in early production, but we thought it was Ja, guck mal, sein Auge geht immer so leicht nach links, er liest ab. at how BioWare
Ja, passionate team of developers ja, heutzutage are macht crafting kein this Mensch very von special sich game. aus. Die haben alle Angaben. I've been at BioWare for a really long time. Doch schon, jetzt kommt ein Trailer, Digga. And turned from a company of 35 people to a company of more than 300 people. Kalte Wasser geschmissen mit der Kollegin. Auf einmal steht der da, Digga. In the industry, there's amazing stories to be told with other Ja, guck mal, people. die... I love that character so Nochmal, mal. Gehört zu ihr. We're very experimental here at Was ist BioWare. Valorant, der? So we're always coming up with new stuff. We're always trying to improve, innovate, and bring new characters to life for our players and fans to enjoy. The world of Dragon Age really has got it all. Ist so, Mann. Direkt ablehnen. Stories, it's got mystery, it's got hard-boiled detective stories. Direkt Absage erteilen und nach Hause schicken. A fantasy setting. You really feel like you're the hero in the Dragon Age world and you're saving people. Dragon Age to me is a wonderful world to play in. Ja, warum machen die immer so auf den so? Keine Ahnung, so motivational Videos, Digga. This is an original world. Und so, als hätten die so irgendwas krasses erreicht. Original wildlife, original architecture. That makes it fun to explore and discover. In the next Dragon Age, you get an opportunity to see new things, new places, and interact with people Ja, Mann, auf jeden Fall. who lived and grew up in these spaces as well. For the game we're working on now, we want to tell a story. What happens when you don't have power? What happens when the Hast du people den in gerade gesehen, Tali? charge aren't willing to Ja. address the issues? Das ist dein Onkel, Digga, mit der blauen Strähne. The next installment are going to be stories that focus on the people around you and the Er macht friends ein. and family you make. Er hat 2 Jahre auf Kopf, macht Haare blond. Blau Something oder we'll be so. able to look forward to in Dragon Age Darf is mein a Leben really nicht close relationship with game characters who really Die auch alle come for draußen sind, you. ne? Extra alles draußen. Statt so im Studio einfach alle so einmal schnell durchzumachen. Half the community Geht wants jeder to show irgendwo him, half anders the hin. people want to marry him, then another part want to do both. They call me. Außer der, guck mal. Das ist der wahre OG. What will they call you when this is over? Jetzt. Er wird kurz Team BioWare has been one of the forerunners in using motion magic technology, and that makes it way more realistic Was when bei we dem look at los? the characters and the way they walk and Hast move du das and gerade interact. gesehen? Wer sagt jemand, das ist ja. Wer gerannt ist? Want that suspension of disbelief that this wonderful collection of digital pixels is actually a Komplett aber. living, breathing soul. Boah, MSP fragt, würdest du dir deine Haare färben für 1K? Du musst es ein halbes Jahr dran haben. I help with the creature design team as Du well. würdest nicht? So I do all of like the Bei big threats that 1000. you have to go up against. Darf ich mir die Farbe aussuchen oder ist es eine bestimmte Farbe? Choice is a big part of what Dragon Age Rote is as a Haare, sagt der. franchise. Oh, das The ist decisions you make can affect change in the world. Ich glaube, ich würde es trotzdem machen, Digga. 1K ist ein K. Party member Ja, klar, das war klar bei dir. Also. Wirklich auf 5 Euro. Aber schon hier. 5 Held macht schon. Ah, warte kurz. Ich hab was fallen gelassen. Oh, warum liegt denn hier die Seife? Lopschiers, was da schon? Einmal ein K ist ein K. Arsch, was soll ich Arsch, sagen? was im Storch. Ein K ist ein K, Digga, was soll ich machen? Das ist ein K, nicht Millionen, Mann. Da ist ein kleiner Storch drin. Einfach Cap drauf, Digga, alles gut. Next up, it's time for something special. Ja. Wir sind noch komplett durch. Great Scott! I think there's been a serious miscalculation. Well, wait, you're, what's his name? Back to the Future. I'm Emmanuel Brown, Doctor of Physics, not of Medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are. Würdest du es für 500.000 machen, rote Haare? Halbes Jahr lang? Ja, halbes Jahr lang. Ja, dann safe. Ja, normal. Von 500, Digga, das ist We launch Surgeon andere Sache. Simulator 2 right now. And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator? During the mid-20th century, some friends of mine from Shire University invented a 50.000? state-of-the-art medical training facility, otherwise Ja, ne? known as the Surgeon Simulator Training Program. Now,
Was wäre das Niedrigste für den Betrag, also den du machen würdest? 4K? 3K? 5 bis 10 so. Ja, warum würdest du nicht für 3 machen? Darum. Zum Beispiel. Prinzipsache aber das. Für 3 würdest du doch auch machen. Jo, was sagst du, was für 5 Euro? Normal, Digga, wenn ich jetzt wirklich vor dir stehen würde und sagen würde, hier 1000 Euro und du machst halbes Jahr, du würdest es nehmen und sagen, komm. Du würdest sogar bitten und sagen, mach mir die Haare schöner, oder? Normal. So you're saying a world premiere will save our future? Junge, du würdest sogar mit den 1000 Euro die rote Farbe kaufen gehen, so ein Ding ist das. Du würdest sogar die Farbe selbst bezahlen. Dann mach ich einfach Harim Salami. Er sagt, er würde es für 5K machen, aber jeden Tag Cap tragen. Also mit Cap würde ich auch für 1K machen, aber sagen wir mal, ich darf keine Cap benutzen, dann würden mir 5K reichen. Ich würde auch ohne Cap 5K machen. Surgeon Simulator. Oh, Digga, die übertreiben Todes. Aber so heftig. Ja, hat Epic Games so. Out now. Doc Brown introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator, only on opening night live. All right, well, if you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement that... Nee, Mann, 5 Euro ist zu wenig. 5 Euro würde ich einen Tag lang machen. Dann würde ich für 2 Euro machen. 5 Euro mache ich einen Tag. Das Ding ist geil gezeigt. Ja, normal, aber die Farbe muss derjenige dann übernehmen, Digga. Ich zahl die Farbe nicht selbst. Dann mache ich es für 5 Euro, einen Tag lang. Ja, jemand muss die Farbe von davor bezahlen und von danach. Ist so. Das sieht aus wie Dings. Walking Dead. Bisschen. Von dem her, was er gemacht hat. Ja. Oder Dying Light. Kann auch sein. Walking Dead oder Dying Light? Dying Light 2. Ja. Was? Hä? Was für ein Müll? Oh mein Gott. Na, okay. Aber Bridge Constructor. Du brauchst eine Brücke auf den. In 2D. Ja, Junge, hätten die gar nicht für PS5 machen können. Läuft auch auf meinen Kühlschrank. So, was ist das Spiel? Du ziehst einfach so Linien, um eine Brücke zu bauen. Und musst aufpassen, dass sie nicht kaputt geht. Wenn die rüberlaufen. There are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, a digital cosplay contest, and some special new shows just for Gamescom. Your portal for all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of 2 classic characters that I love. Check this out. Happy Giant. In a world gone strange. One elite force stands against the darkness. Mit dem Test. Nur Müll bis jetzt. Komm, mit Dinger mag ich Todes. Geiles. Ah! Sam Max, Digga, was? Junge, Sam Max, Digga. Niemals, Digga. Das Oh, hello, miss. Spielt damals. Ich glaube, das hat damals jeder gespielt. Ernst, Digga, Sam Max? Ja, mehr zeigen die nicht. Die sagen nur, warte für mehr Infos ab.
macht ihr denn? The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman. And No. GamesCom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's Man will ja nichts sagen. Na, soll ich dein Kleid links ein bisschen hochziehen, Digga? Das ist ein bisschen runtergefallen. Nintendo Switch game is Hängt ein Little bisschen, Nightmares Digga. 2. Huge congratulations. Like I said, IGN is going to be here for all of GamesCom with great shows such as the GamesCom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Plus, we have GamesCom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. Ja, Now, let's go back to Digga, was für Gamescom? Ich spiel lieber mit der. Gamescom. Awesome. Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's Würdest du für Geld fremdgehen? Wenn ja, für wie viel? going to be on the Daily Hart. Show tomorrow, so looking forward to that. Dinner. All right, well, on to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Kommt drauf Azeroth to a an. place where no living soul has set foot before. Ja, wenn meine The Freundin Shadowlands, the so bis afterlife dahin of immer the korrekt entire war und so würde ich nicht Warcraft fremdgehen. universe. Sag ich dir The ehrlich. infinite realms of the Shadowlands Ja, are normal. watched over Aber by wenn das factions so eine known as Hure ist und so, covenants, dann each doch, holding Digga, direkt. dominion over a different Kannst du mir aspect 1 of Euro the geben, Digga, afterlife. gehe ich fremd. And depending on how someone lived their Nein, aber wenn die mortal korrekt life, waren, so they wie may end gesagt, up dann as würde ich part of fremd. one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian covenant from the realm of Bastion, Niemand, who are aber er wird charged dafür with bezahlen. carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. Enjoy. Safe Handyspiel. Und das Switch. Naja, sieht man direkt. Handyspiel oder Switch. Oder beides. Light, save my soul. Afterlife. Uther. Gott. Where am I? Welcome to Bastion. Für wie viel Geld würdest du mit Zocken aufhören, Kali? You led a truly selfless life. And for Ich glaube that, auch, um ehrlich zu sein, ja. you have been Ich habe auch kurz überlegt. to shed your mortal burdens and join the ranks Guck mal, of the ascended. wenn du mir so 1 Million hinlegen würdest, dann würde ich es mir schon so überlegen, aber ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen. Weil, guck mal, wir haben noch so viele Jahre vor uns, Digga. Ich glaube nicht, dass man das so aushalten würde, nie zu zocken. There is no evil here. The darkness was sealed within the maw long ago. Safe, in 20 Jahren kann man sich in ein Spiel rein teleportieren oder so, Digga, dann kann man eh nicht mehr. My people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. You must accept your new purpose and purge yourself of this desire for Ist so, warum soll man denn aufhören? What I desire Einmal Sucht, immer is Also so eine Pause könnte ich safe machen. So 1 Jahr oder so. Aber so für immer aufhören? Nee. Ich glaub, guck mal, wie viele Jahre jetzt noch vor uns liegen. Was da alles noch rauskommen wird, das ist schon krank. Glaube ich. Mal jetzt. Nein, aber überleg mal, jetzt ist VR draußen, überleg mal, was noch alles kommt nach VR. Sagst irgendwie so eine Brille, muss nicht mal mehr so eine Dings aufsetzen. So eine VR-Brille, sondern einfach eine normale Brille aufnehmen, weißt du? Stimmt. Apple macht ja gerade sowas. whether he was deemed worthy of Bastion by mistake. Wie viel Euro würdest du zum Lehrer gehen und ihm ins Gesicht spucken? Ja, 5 Euro. Nein, jetzt mal ehrlich, Leute, mach mal ehrlich jetzt. Junge, keine Ahnung. Also auch mit den Nachteilen und so jetzt. Nachteil ist anderes. Ja, nein, also du musst auch schon an die Nachteile denken.
50.000 oder ist das zu wenig? Safe. 50.000, ne? Direction, Digga. Also sogar das Dings, das Gelbe heraus, Digga. Dieses, Alter. Da kommt das Gelbe, ganz. 50 spritze ich ihm was anderes ins Gesicht, Digga. Apfelschorle. Was war das denn? Schwer, Digga, Blade, Main, Digga. Wie lange der Trailer jetzt schon geht. Das ist länger als alle Teile bis jetzt. Für wie viel Euro würdest du dich protestieren? Wollen wir auf Deutsch lernen, oder? Wollen wir? Was? Nein, er hat's halt auch falsch geschrieben, Digga. Und ich hab vergessen, was das Wort nochmal war, wie man das sagt. Prostituieren, sorry. Prostituieren, oder? Wie viel Euro würdest du dich prostituieren? Digga, du hast für 5 Euro. Dein türkisches Loch, Digga. So, jeder Abend, Digga. Ein süßes Zero? Hä, warte. Werde ich dann nur von Frauen gekauft oder auch Männern? Das ist eine wichtige Info, die man wissen muss. Ja, eigentlich nicht. Wenn er sagt, für dich ist was kein Unterschied. wenn er sagt, nur Frauen, Digga, kostenlos, Digga, ich stell mich morgen direkt hin. Wie ist kein Unterschied? Ob Mann oder Frau? Alter, Weiß, wird gesorgt für Geld. Ja, der sagt von Männern. Ja, nein, niemals, würde ich nicht machen. Kannst mir auch 10 Millionen geben, würde ich nicht machen. Ja, Junge, mit 10 Millionen liegst du auf dem Bett gefesselt, da. Du bist gefesselt, bist du gefesselt, wirst ausgepeitscht, Digga. Vielleicht ist das doch keine Challenge, Digga. Das ist so dein geheimer Traum, Digga. Wolltest schon immer gefesselt werden und geknebelt werden, Digga. Träumst du mal, wie so Männer auf dich peitschen mit so Gürtel, Digga. Lenk dich von dir ab, Mann. Ja, für dich ist das gar keine Challenge. Junge, jetzt schon lange als ganz GamesCom, Digga. Was ist das, Mann? Das ist sowieso Ende, Digga. Aber du kommst mit Drachen. The moment he falls, we will claim him. Digga, Junge, was ist das für ein Trailer, Mann? Ist so, MSB. Tali wirkt zwar nicht so, aber eigentlich will er wirklich in Handschellen an Bett gefesselt werden. Und sich einfach verführen lassen von irgendwelchen 50-Jährigen, Digga. Das ist sein Traum. Ein Traum. Also wenn Twitch nicht klappt, ist das sein Plan B. Hast alle wieder Auge gemacht. Ah! Das ist MSP, die machen im Auge, siehst du? Alter, was für Auge, das ist nur ein Joke. Ja. Ein bisschen Joke ist ja ein bisschen ernst, ne, mein Freund. Hat 122.000 Leute gucken zu. Was ist Plan C? Ja, wenn das mit den Männern auch nicht klappt, ja, dann lässt er sich einfach die Organe nehmen, das Plan C. Da kaufe ich Leber und so. Ist. Not vengeance. Justice. Junge, was ist für ein Trailer? Ich schwöre. Junge, wie lange ging der jetzt? 3 Minuten, 4 Minuten? Ja, ging eine Stunde oder so. Also 3-4 Minuten, locker, ich schwöre, 10 Minuten. Wir wollten GamesCom 1 Stunde machen, aber haben wegen Warcraft 2 Stunden eingeplant. Was ist World of Warcraft Shadowlands? Safe Handyspiel. Ja. Geht aber nichts. Alright, hope you guys enjoyed that exclusive look at Bastion. Now, we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. Als Braun. Für wie viel Geld würdest du deinen besten Freund aufgeben und nie wieder Kontakt mit ihm haben? Das hat. Sag mal. Tu nicht so, komm, sag. Ja, nochmal geil, Geld für Geld. Komm, sag mal, 1 Million, 2 Millionen, 500.000. Ja, und dann teile ich es mit ihm. Nein, komm, sag doch jetzt ehrlich. Du musst ja nur deinen Besten aufgeben, nicht alle. Weißt du schon. Ah.
Rex 4-5. Ja, der Laber sagt man. Nein, ich würde auch nicht verkaufen. Besten Freund nicht, zweitbesten vielleicht. Guck mal, wie ich mich jetzt einschneide, hör genau zu. Besten würde ich nicht verkaufen, aber zweitbesten würde ich verkaufen. Also Tali kann ich dann nicht verkaufen. Much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new version is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. Ja, vielleicht. Ich glaube aber nicht. Junge Freunde verkaufen immer so Sachen. Ich war eh immer so einer. Ich habe mich voll auf meine Freunde über verlassen. Da war ich nur enttäuscht. Ist so, das ist so. Er fühlt mich. Ja. Ja, aber hart. Ja, mir auch hart. Boah, halt mal. Wie viel Euro würdest du deinen Mathelehrer überfahren und mit welchem Auto? Digga, auch wenn du ein Rad habe ich überfahren, Digga. Für 200.000 würde ich das, glaube ich, machen. 200.000 und Lamborghini als Auto, weil zum einen habe ich dann schon mal Lamborghini gefahren, zum anderen kann ich dann schnell über die Grenze abhauen. Und leck das Rad, Digga. Keine Ahnung. Also 200.000. Rad geil, Spiel 2021. Aber nichts gesehen. Ja, Mann. I had some masks Crash fun Bandicoot. Mhm. Oh, Junge, wo leckt das? Crash Bandicoot. Crash, of course, let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. Los bei denen, Mann. He's where? Was? Er hat einfach Corona-Maske auf. Der Hundesohn. Aber, ich sehe nicht mal, leck. Ah, Corona-Maske auf. Ja, doch auch so. Junge, korrekt. Weißt du, warum die das machen? Damals, als PS1 rauskam, haben die das von Nintendos Ding gemacht. Die haben Nintendo damit provoziert. Was? Von Nintendos Gebäude haben die auch so eine Dings, so ein Maskottchen aufgestellt. Ja. Heftig. Haben die geil gemacht. Wie viel würdest du 2 Jahre lang deine Haare nicht mehr abschneiden lassen? Ja, wo ich meine Haare so lang. Ja, wollte gerade sagen, Digga, das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Auch 10.000 oder so würde ich dir immer. 1.000 würde ich auch machen, aber für 2 Jahre kriege ich bestimmt schon mehr. Handel türkisch über. 5 bis 10.000 ist kein Problem. Finde ich jetzt nicht so krass. Bist du gerade, welche Stelle so? Bei mir hängt's. Bei mir redet gerade so ein Typ. Der mit seinem Headset. Was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious puzzle rooms that we made. And they're really hard and they're really awesome and they're super cool. Permanent einen hässlichen Skin benutzen in CS? Junge, da ist mir egal, wie viel du mir gibst. Gib mir 100 Euro, ich mach das. Permanent. Gib mir 100 bis 1.000 Euro, kein Problem. Are they optional, like offshoot stuff, or how do you get to them? Sure, so players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. They're an object to pick up, and to actually pick them up, they have to reach Schreib mal, wenn them in the irgendwas anderes bei level dir without passiert. dying. It's kind of our homage to the death routes. Damit ich weiß, from the wo du original gerade im trilogy. Stream So bist. players have to Ich spiele gerade reach these objects in the level, pick them up, and then Nee, once they links, get them, ne? they'll get access to these unique levels. So Ja, beyond the sieht aus wie pure Mario-mäßig, challenge, ja, so. what are the fun, Ja, so how are Mario-Ding these fun rausgemacht. for players to kind of experience? What do they get to Das do? passt gar nicht irgendwie. Finde ich auch nicht. So one of the things Jetzt we did was Spiel we weg, ne? actually used these as, like I said, puzzle rooms. Really kind of fun, nefarious, devious Lehrerinnen ways in for K.O. Crash to really verpassen. Digga, wenn ich gerade noch in der Schule wäre, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht machen. gameplay that we
know and love about the franchise. Sonst gibt's nur Stress, man. It was really cool to layer in Mario kind of rausgemacht. a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash Also being geil aus on an his sich, team, aber because Crash was originally man by denkt, spielt Cortex, Mario and aber so ein Fake. this is a weird point in Ja, time Mann. that's never really Mario, been da kann explored keiner in was things machen. before. Awesome. All right. Well, Crash 4, it's about time. Auto meines Nachbars simulieren. 5000. We cannot wait to Oder check it out 1000 reicht auch. in 1000. October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right. Well, we will be right back after Oder ich würde this schlau for machen more und sagen Gamescom 10.000, falls ich Opening erwischt Night werde in Live. Anwaltskosten hieße. Nur bis 10.000. Was ist das? I have become terror. Was ist aber das? The unseen Ja. predator. Der Sniper-Typ sieht aber krank aus. Ja, Mann. Anders bin That obliterates without warning. Alone, the hordes of Enoch will fall before me. But together, this entire planet will fear us. The anomaly alters us, each in our own ways, yet we are drawn down the same road, into the dark heart of creation. Sieht aus wie Borderlands 3, aber realistische Grafik. We will find the source, whatever it holds, whatever it takes. Clash of Clans, ich glaube, ich habe mir das einmal angeguckt, weil jeder darüber geredet hat, aber nie gespielt. krank aus, ne? Ja, Mann. Gefällt mir irgendwie. Der grüne gefällt mir. Grüne Totenkopf-Typ. Ja. Das sieht echt so aus wie Borderlands mit besserer Grafik. Outriders. Outriders. Holiday. Was? Welche Holidays? Das ist Ferien, also Weiß, aber Feiertag, Ostern wahrscheinlich, oder? Auch eine Holiday. Ach, was? Herbst. Irgendwann Herbst. Ah, dieses Schrottspiel. Ja, meine. Ah, so Schrott, Digga. Ach, das ist das Ding, seine dann, ne? Ja. Weißt du nicht mehr, das was wir gespielt haben. Ja. Ah! Up 2 players 4. Was ist das Tsubasa, Digga? Captain Tsubasa ist das, Mann. Ja, geil. Ach, schön, dem wir gesagt, es kommt wieder raus. Geil. Das ist anders als FIFA, aber so ein Comic, das ist schon geil. Guck mal, Wie viel Euro? Ne. Wie viel Euro würdest du dein ganzes Leben lang als Bauer arbeiten? Let me get you up to speed. The Underhive's named well. Kostenlos, ne? Oh? Und du, Bauer. Als Bauer arbeiten. Da ist ja gleich mein Bauer, Digga. No matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlog says they could shoot the tail off a lashworth, and they'd splash your head from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent. Viele Spiele wurden jetzt schon gezeigt. Why would someone Weil wir haben in 20 Minuten 9 Uhr. Meinst du, das geht dann doch bis 10? Keine Ahnung. Drug dealers, killers, cloners and Bau in der Schweiz. Makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power. Manu kriegt eine Krawatte. Mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Was ist das? Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th. Sieht Schrott aus. Fand ich nicht.
futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. Spanisch, oder? Ist er wie Spanisch oder so? And quite online. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I really want to see what people can do with the medium. No futuro dos games, eu vejo uma evolução, obviamente, gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. Aber warum haben das jetzt gejuckt? Doch, Tony Hawk. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. Was denn? Oh mein Gott, Digga, mach mal direkt weg, Digga. Ich glaube, ich hatte das damals. Ja, ich hatte das aber damals schon mal irgendwo gesehen, glaube ich, auf YouTube oder so. Als das noch ein Projekt von ihm war, habe ich das, glaube ich, mal gesehen. Ich schwöre auf alles. Du kannst alles einfach kaputt machen auf den. Minecraft, aber. Naja, das Spiel an sich ist nichts Besonderes, aber die Technik ist so geil, weißt du? Kann alles kaputt machen, alles. Doch, ich hatte das auf YouTube damals gesehen. Bock daran. Guck mal, du musst halt die Map so vorbereiten, weißt du? Genug, so den Schaden und so anrichten schon mal. Dann musst du halt so irgendwelche Sachen so klauen, weißt du? Du bereitest deinen Weg quasi vor auf den. Ist nicht schlecht eigentlich. Last year at Opening Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at GamesCom, including a live demo on GamesCom Studio tomorrow. Ja, vom Bandai ist das. Nice. Alright, thank you. Ja, das ist so ein trauriges Spiel, Digga. Ist. Seele weggeht und so halb. Da dachte er. Heult er noch. Nochmal? Also wenn die Seele weggeht, da lacht man einfach. Damit keiner merkt. Ah! Das kannst du zu spielen, glaube ich. Der wollte gerade dich fragen, so, ob man das Witz zurück kann. Eine bist du, eines andere. Naja. Hand.
Ja, zur Zeit muss man auf den schaffen, so. Wie ist Einzelspiel? Sieht schon interessant aus eigentlich. Wie es war. Ah, wo ist das Ding? WWE Hall of Famer Jerry the King Die machen dieser kein Wrestling. reuniting with my old buddy Mauro Ranallo to bring you all the Mach nur so ein Ding over the so top action Comics. in WWE 2K Battleground. Mamma mia! Für alle Wrestling-Teile, alle. This is great. This arcade-style video game is over-the-top outrageous, with over 70 WWE superstars and legends brawling it out like never before. Oh no, hold on to your toupee, Mauro. Look out below. WWE is L.I.T. You know, I'm a little more old school than Mauro, so I can't wait to see these WWE legends teach these kids a thing or two. And you know what? Here's a closer look at the insane action. It's a great evening for WWE action. Oh, wow! Take that, Mauro! Man, it's so good to see the Bella Twins at their best. Now, let's keep this party rolling with another matchup. Oh, look out, Mauro! The Undertaker has risen, and Finn Balor is about to be taken for his last ride. Mamma mia, what a move! Finish him! Oh no! He just hit the snooze button! How do you lose like that? What's the matter with you legends? This is just an example of the pandemonium that you're gonna experience when you head to the battlegrounds. Whew, that's a big toy hammer! Oh, I can't believe my eyes! Seth Rollins delivers the stomp! What a night! What a night! This is the greatest thing I've ever seen! Pre-order WWE 2K Battlegrounds today and brawl without limits. September 18. Mamma mia! Oh, sorry, Mauro, I know that's your line. Hello again. Und jetzt war irgendwie noch kein Burner dabei, ne? Ah, Abla. Action adventure game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Perfect shot. The winner of the best action game is Star Wars Squadrons. Think you can escape? This is gonna be close. Müll. Ist VR-Spiel, ne? The best multiplayer game is Operation Tango. Best Multiplayer, sorry, ernst. Das Spiel. Müll. Deswegen kann man diesen Bewertungen nie vertrauen. Aber irgendwelche 50-Jährigen, die keine Ahnung haben. I used to be an explorer. The winner of best indie game is Curious Expedition 2. Guck mal, die nehmen nur das, weil das so eine Grafik hat, Digga. Nur weil das so eine Indie-Grafik hat. So 1000 bessere Indie-Spiele, aber die nehmen extra nur das. Nur weil das so pixelig ist. Kein Ding, MSP. Kommt As I zurück. mentioned, IGN will be here for all of GamesCom with great shows and new ways for you to get all your gaming news. Check it out. GamesCom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. GamesCom Now is your virtual show floor with up-to-the-second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late-night talk show, our Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom Now.
And now it is time to talk about that best action game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios. Ich glaube echt, das geht bis 9 Uhr. Star Wars pilot Ja, bis 10 Uhr. We've missed those. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an all-new authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the Motive team. Let's check. We all choose our path, light or dark, freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. Ja, doch, 1 fand ich bis jetzt geil, das mit dem Totenkopf-Typ. Ja, sonst nix. Oder auch, die werden ein paar Banger zeigen oder so. Ja, Junge, 2020. Bin hart langweilig. Hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots. Ja, normal, keiner hat mehr Bock, Digga. Die zeigen nur Müll. Star Wars ist geil. Ich hab noch nie Star Wars geguckt, man muss ehrlich sagen. I'm Suzanne Hanka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Ich hab noch nie einen Teil Our geguckt. single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Die neuen sind nur Gelddruckmaschinen. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as 2 pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get. Ist eigentlich nicht schlecht, kostet auch nur 40 € oder so. Obwohl es halt von EA kommt. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence Schreib on Review. Project Starhawk. Lies aus wie meine Your mission is to Review. extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. The outpost is defenseless. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost. Ich spiele ein Horror-Game mit VR-Brille. Once Thorne Oh, is könnte ich eigentlich sogar machen. reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Cover our escape. Gibt's denn ein gutes Horrorspiel in VR? Oh, ich glaube, man wird sich echt so einkacken, Mann. Understood. I'll handle it. You have my thanks, Titan Squadron. No time to celebrate. Move on. Go, go, go! Hier nach Trauma ist, Mann. Will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. Debrief with your squad mates between missions. You're our new wingmate. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. Ja, hast du schon gesehen? Dings. Facebook hat das jetzt geändert. Dings, man muss sich jetzt mit Facebook anmelden bei Oculus. Hast du das gesehen? Das wird jetzt Pflicht. Man kann sich nur noch mit Facebook anmelden. Keine Ahnung. Die meinten so, ja, damit das leichter ist auf den, so, dann habt ihr einen Account für alles. Dann meinten so alle Oculus-Account war doch auch ein Account für alles. Warum brauchen wir jetzt das? Ja, haben die nichts mehr gesagt. Zum Freunde adden, zum Online-Spielen und so musst du jetzt Facebook-Account haben. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon. Ich habe auch schon überlegt, ob ich verkaufe und Dings hol. Index. This incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney Valve World Index. Resort that inspired Verkauft dein PC. Sims' latest game. Check this out. Muss ich dann leider auch machen. Ja, man, lass uns halt MSP. Und mich verarschen, das ist eigentlich Und wieder so ein Handyspielarm. Star Wars Hat aus wie ein. Will ich nicht sagen. Will nicht gebannt werden. Aber diese andere ist so Joch. Guck mal, sie macht sogar Herz, Digga. Star Wars in Sims, Digga, ist das nicht deren Endsitz?
Ja, es gab wirklich alle Spiele, die es nicht. Warum, Mann, warum? Aber warum jetzt? Ja, ich weiß jetzt schon, dass es so viele kaufen werden. Nur weil es Star Wars ist. Also. Ah, Steam. Die haben ja jetzt Ziel. Jetzt zeigen wie das Team diese Bastarde. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars, the Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. Vielleicht geht's doch nur bis halb. Ich glaube, halb wird auch hinkommen. All right, close your eyes. I want you to think of a flower. Look at its colors, its colors. Now I want you to imagine it changing, moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened. Look at it as a whole. Then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Ja, hätten wir jetzt gesagt. Machen solche Abfuck-Modus. No. It's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Now, last year at the Game Awards, we announced Godfall, a new looter shooter coming to PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight, we've got a quick sneak peek of one of the new Valor plates with more footage coming as part of GamesCom 2020. Check this out. So Müll, Digga. Ich will noch ein bisschen. Ich glaube, das ist mein Spiel so, Digga. Überlebt so, ne? Er sieht aus wie eine Fliege, aber egal. Aber wenigstens zeigen die mal Gameplay. Ich glaube, das sind die ersten heute. Muss man ihn lassen. Afrik sieht schon gut aus, ne? Das war's. Das war's. In den 5 Sekunden Gameplay gezeigt. Star Wars, the Skywalker Saga, Fall Guys Season 2. Wait until you see what the Mediatonic guys are up to, and so much more. But first, I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox, and PS4. And today, it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the Heart of Deimos. Expand. Explore. Tear the veil asunder. Subvert new territory to our sovereign will. But that was what it wanted too. It raged unchecked through metal, bone, flesh.
life. We are Lass holen. infested with it. Komm, lass wieder suchten, Digga, bis morgens um 5. Hart. What? Visitors? Von morgens 5 bis morgens 4 suchten. The jaws close. Ah, das waren schon beste Zeiten. The final heartbeat approaches. Have we tried turning it off and on again? But before we fall, we shall scream. There is one who will hear the heart of Deimos. Team Switch. So many people have been discovering or rediscovering video games during lockdown, whether it be older people or bored teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have Ist gut, to jetzt do erst genug something kriegen. together with their kids. And I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido um período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this coronavirus time. Care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo. Música, arte... Ist doch okay jetzt, ja, gecheckt. E você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são puro amor. Modus Studios. Hat, das ist schon, jetzt kommt irgendwas krasses an. Richtiger Fischkopf. Warum wieder kein Gameplay? Das zeigt doch Gameplay. Trailer sieht immer so aus, und am Ende ist es so ein 2D-Spiel, Digga. Immer so, Mann. Aura. Komm zurück. MSP. Ich weiß jetzt schon, dass das wieder so ein Spiel ist wie Rocket-Dings. Rocket Jump oder was da letztens rauskam. Wird rauskommen und einfach direkt untergehen. All right, guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2 Beyond. Oha, er sagt noch eine Stunde, Digga. Brand new look at that. Er sagt noch eine Stunde. Er sagt noch eine Stunde. And Ratchet and Clank for PlayStation 5. Nein, komm. So much more across the next hour. 0%. Ey, komm, jetzt kommt die Banger, Digga. Nein, warte. Nein. Junge, wir haben auch 8 Jahre Kenn doch mit Handtuch. Tonight we've got the exclusive Haare aber auch 8 Jahre. Ja, penn auch mit Handtuch. life of reward too big to ignore, which deals with Tommy's induction into the Das hilft nicht. Salieri crime. Das ist einfach über Kissen so runter auf den. Ah, Mafias, oder? In this room,
Endlich, endlich ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel. Wann kommt das jetzt raus? Man hat doch 8 Mal verschoben, oder? That should matter to any of us. Irgendwie auch November, oder? You know what that is, Tommy? They're loyal. Kennt ihr euch in Real Life? That's right. Man weiß nicht, man munkelt. Das ist so ein offenes Geheimnis. Das ist ein offenes Mythos. You're back doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And the next kennt auch schon vor todeslang, ne? Ja, Mann. Mehrere Jahre. Und dann haben wir nichts direkt angefangen. Bestimmt schon 5 Jahre, ne? 6, 7 Jahre. Ja. Heftig. Want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. You say Oh, sieht schon nice aus. You're gonna be living the high life, Tommy. Die Grafik sieht nice aus. You abuse my trust. Don Salieri. You won't ever need to worry about me. Okay then. Aus wie Mafia 3, aber ein bisschen besser. Warte, steht bestimmt, wenn das kommt. Die Scheibe aber nicht. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, MSP macht einfach so Auge, Digga. Er macht einfach Auge. Ilu-Auge macht der Chat bei mir. Unique mechanic built around a 25-second time loop. Check this out. Das ist ein Global Emote, oder? MSP macht den Emote mal bei Tali im Chat. Und guck mal dann seine Reaction. Passt jetzt auch, wenn er den Emote bei dir macht. Mit was du spürst, das Ding. Was ist das für ein Stress? Ja, das sind alles so Spiele, die... Das sind Zeichen. Hat er gemacht? Hat er gemacht? Ja, du hast das nicht gehört. Junge, hör auf mit sowas, Mann. Das ist ein Spiel am Platz. Ist das bei dir auch der Illuminati? Das ist so, Digga, so ein fetten... Das Dreieck, ne, mit Auge. Blitzkopfauge, ja. Next spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all 9 Star Wars films and Lego Star Wars The Skywalker Saga. The entire series has been reimagined with new fun-filled Lego humor, and now we've got your first look at the gameplay trailer. Minecraft besser. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Genau die Chips habe ich gegessen gerade, Digga. MSV. Genau die. The Force is unusually strong with him. Genau die. Much is clear. Twisted by the dark side, young Skywalker has become. Das war so ein Doritos-Emote, Digga. Da musst du auch mal bei Tali reinmachen. Oh, mit Tipp sogar, gönn dir mal. There is another. I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. We need your help. Tortillas. Einmal Emote für Tortilla-Chips. Boah, ist das Porsche? Boah, das ist Porsche. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, das Spiel, aber das Spiel juckt mich eigentlich nicht. Das ist das Traurige. Not him, the Falcon.
I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Als gelbe Karte. PS5, ne? Schaut heftig aus, das Weiße. Mit dem schwarzen Logo. Man, Lego Star Wars looks so fun coming Komm, to jetzt next zeig gen vorher as besser, well. ja, komm. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet and Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. Ach stimmt, Before Medal of that, Honor here's a look at VR-Spiel a machen game die, that is launching VR-Spiel. tonight on Nintendo Switch and Steam. Digga, ich schwöre, It's du called musst das Struggling sehen, du musst das Frontier, sehen. a fun physics-based Du wirst direkt platformer wieder where up to VR two lieben. players control Troy, our fleshy hero. Check this Das ist von out. EA, Remember, Digga, you can und da play ist, this Digga, tonight. Arme, ne? Das wird geil. Die machen einfach ein Spiel über einen Tumor oder so. Oh, Junge, was sind das alles für Emotes hier? Boah, gar keine Ahnung, ne? Oh. Hart. Red Bull Werbung, man ist. Bei Xbox. Xbox. Guck mal, das meine ich. Der Trailer sieht so krank aus, aber dann ist das Spiel so. Ein Rad war da 3D-Schiff und alles, der. Was ist? Sieht aus wie Anno 1800 oder so. Wie diese Anus. Naja. The Inca. Was? Schweden. Ja, für Leute, die solche Spiele mögen, sieht das aber schon nice aus, Digga. Grafik und so ist schlecht. Diese Strategiespiele aufgehen. Ist so. Age of Empires? Age of Wonders oder so, Empires. Ah, ja. Also Remastered, glaube ich, hier. Steam kommt auch. We're near Little Hope. Hängt bei dir der Stream auch ab und zu so? What's more proof is needed that the devil walks among us in Little Hope? Ne, Mann. Boah, das sieht aber krank aus. Oh, nein. Oh, with friends. Online. Freundschaft. Dark Picture. Was? Wieder weg. Ist so. Project Cars. Ihr wisst, was man spielt. Ist so, Mann. Wir müssen uns das alle holen, dieses Hausspiel. That's tomorrow. I gotta say, the game that I've given the most hours to, that I love going back to, is Assassin's Creed Odyssey. I have to say, since Origins came out,
this new reboot of Assassin's Creed, so to speak. That was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. Ich mega Schiss hab, sag ich immer, das war das eine Vorgehen. Ist so. Easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play. Tali geht gerne so, weil er mag's, wenn man ihn auf den Hintern schaut. Er mag das, wenn Männer ihn auf den Hintern schauen. But I also still just casually binge Animal Crossing and I've been doing that basically. Das ist sein Ding. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. Das turnt ihn richtig. The daily repetitive rhythm is so soothing and predictable. Although much like my Getroffen wie auf der Wange da. Up next, we have the award for Best Microsoft Das ist ja lang. Guck, das hört mich sogar an. Tell me why. Congratulations to Don't Nod Entertainment. Well, after a big day of Gamescom events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show. Where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Juckt auch nicht mehr. Thank you very much. Habt ihr ein Horror-Game, was ihr zu zweit spielen könnt? Gibt's denn irgendwelche Multiplayer-Horrorspiele? Ich hab halt Outlast 1 und 2, weil ich glaube, das geht nicht Multiplayer. Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's an important time as ever to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games and we know that games are good in the world and can bring us together, and I think we all felt that in 2020. So I think it's really important to remember amongst all the games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to Gamescom. Horrorspiele mit kleinen Mädchen, das sind die besten, Mann. Das sind die besten. Die kleinen Mädchen, die machen immer irgendeine Scheiße. Die Glück euch beiden. Ja, wir gucken uns das mal gleich an. Passive. On a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments and next-gen hardware. Here is the first look Wann kommt Nvidia nochmal? Erste. Noch 4 Tage, Digga, dann kommt Nvidia links. Grafikkarte. Können wir auch gucken. Oh, bis jetzt war nichts mehr. Mal, was für das glaube ich dir. Ich hab da Ausschuss drin. Das wäre bestimmt schon funny, wenn wir das nochmal so nachts streamen. Mhm. Wenn das ein normaler Mensch spielt, Digga. Weiß ich. Das. Weiß ich auch nicht. Kann man sowas mögen? Aber ich raff nie. Leute auf Raumschiffen verstehen. Kennst du früher dieses Dark Orbit? Ja, Dark Orbit. Das wird also jeder Gottverdammt gesucht hat, Digga. Dark Orbit. Immer diese Werbung bei ProSieben, ne? How many crowns have you won? If one game has defined the summer of 2020, it absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready, I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer at Fall Guys Ultimate. Digga, Mann, ich sag jetzt vom Video oder so. Playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Ja, überleg mal, der Typ ist jetzt reich geworden, Digga, wegen seinem Spiel. Er ist noch so jung.
Okay, neues Spiel. In Season 2, you'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show glory. Jetzt. Man kann jetzt diese Dinger bewegen und so. We hope you enjoyed the sneak peek of Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then @Fall Guys Game on Twitter is where you want to be. See you on the start line. Also Season 2 wird so ein Mittelalter-Thema so. Ist okay. Ist jetzt nicht so krass, wie ich dachte, aber ist okay. My father has Colorado in the palm of his hand. Hellblade oder so. And he's afraid to close his Ich fist. glaub ja. Weiß man denn, welche Puppen die schwarzen sind, bevor man die aufnimmt? Oder merkt man das erst, wenn man die aufhebt? Ja, okay. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Wieder so ein oben Spiel, ne? Vogelperspektive. Ja, die haben so eine taktische Version gemacht, glaube ich, von oben. Vic's a depraved child, and Val's a brain without a spine. The years my father wasted grooming them for Und da haben die einfach Hellblade geklaut. right there. Warum er spielt denn das Ding? Die haben einfach so eine taktische, wie XCOM ist das. Also oben so. Ne, oder wie so diese Go-Spiele, dieses Tomb Raider Go, diese... Müll. Das war gar nicht, was man so... Nee, nicht. Außer das eine immer noch. Ja, dafür hast du... Nee, hat's. Wasteland 3. Das sieht schwul aus, gefällt mir nicht. I really haven't found any new appreciation for gaming at this time because my appreciation for gaming couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento, e é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for granted. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima and, you know, I kind of prefer it to the real Japan just because I can in real life. Don't let you run around with katanas. I appreciate games a lot more than films, music or whatever. And it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family. And have a lot of fun. I've been mostly at home with small children and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Hey, guck mal, hinter ihr rechts ist das eine Spielzeugküche. Ich glaube, das war so eine Spielzeug-Kinderküche. Warum? Yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. Na, wie gesagt, wir gucken uns das gleich an am SP. Der Stream geht noch bis 10 Uhr, glaube ich, und dann gucken wir uns das an. Medal of Honor, Digga. Das von den Machern von Titanfall und von dem neuen Star Wars Spiel da. Das wird safe, geil. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, Bei dem fällt das aber richtig auf. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. Mach doch einfach Kopf, Digga. Sag doch, was dir auf dem Herzen liegt. Sag doch, wir haben uns Mühe gegeben, wir hoffen, euch gefällt das. Of the veterans and survivors of the war, through powerful interviews MSP könnt ihr noch das bevor du abhaust. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look.
Guck jetzt der Teil, ich glaube, das wird krank. Aber warum leckt das jetzt hier? I know you're scared. Let me be clear with all of you. World War II, aber VR, Digga. I'm scared too. Nee, das ist krank, Mann, das ist krank. Ah, from Facebook. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. Junge, das ist geil, Mann. Junge, das ist geil, Mann. Er dreht aber ein Messer in seiner Hand um und wirft es. Fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. Das ist mies. Help mal diese Holde, da darf ich da drum Holde. Be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves. Ja. Junge, das ist mies geil, okay, das ist mies geil. Like I said. Da wird die Oculus wieder ausgepackt, Digga, für dieses Spiel. Seit Jahren eingepackt. Die ist schon verkrustet, Digga. Da ist so eine fette Staubschicht drauf, Digga. Guck mal, die ist irgendwo weg oder so. Der Controller ist nicht geschreckt oder so. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. Hat das auch Multiplayer? God help us all. Auf. Geil, Mann. Das ist für mich jetzt das beste Spiel, was heute gezeigt wurde. Danke, jetzt hau rein. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, Game Director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Well, Jeff, thank you for having us on the show. I'm representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer with you. Going back to its roots, was about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that. Echt noch Multiplayer dazu machen. Vielleicht kommt mit einem Update oder so. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been. Es sah trotzdem geil aus, finde ich. And the story follows you as a player being recruited into. Ja, du weißt ja, wie VR ist. Also wenn man spielt, ist es bestimmt sogar noch geiler als der Trailer, aber trotzdem. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent operatives all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. Vor allem dieser Part mit diesem Sturmgewehr 44 sieht heftig aus. Dieser AK-Fake. Emerging gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors, and it was fantastic. And the story follows a classic three-act structure. Act one is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act two is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And
the story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes, we don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience this story completely in first person as Du bist quasi die Kamera. Es gibt keine Cutscenes oder so, weil du ja im Spiel bist. Alles passiert einfach so vor dir. Alles. Wenn irgendwas passiert, irgendwas explodiert oder so, alles passiert ja vor dir. Du kannst selber rumgucken, siehst was. And all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, it's such a powerful thing. It's all about building that emotional connection, and it just makes the experience all the more authentic. Well, you and Vince, I know this series is really close to your heart, and I'm like, wow, there's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. Paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for. Ja, a great single player experience, but I hear you might also be doing MP too. Erfolgt. Oh, well, yeah. I mean, the thing about VR is that, I've spent we've known each other a long time. So much of your career trying to map natural human movements to a controller, and just figuring out things like making feel good. And one of the hardest ones is leaning. And in VR, you know how you duck? You just duck. And how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR. And we're really excited about people playing those after it comes out. Wow. Well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited. Ja, die Frage gar nicht beantwortet, aber and try this, and it's coming out later this Er hat year, nichts zum Multiplayer gesagt. Er hat nur gesagt, ja, ganz viele verschiedene Modis. Runtersohn, Digga. Er sagt nicht ja, er sagt nicht nein. To bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set, going back first one and Allied Assault, and now to be able to bring Above and Beyond to a whole new generation. Aber was für ein Müll, sag doch einfach, was jetzt damit ist. Awesome, thank you so much, Peter. Opening night live. Kommt aber bestimmt, wird sich mit dir da. In the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. Kommt heute raus. Jetzt zeigen. Fractured by the magic the Vow Keepers said they would protect us from. Spellstorms still rage across the ruins of the Hollowlands. This is proof, they said. It isn't safe. It can't be controlled. Das ist doch deine Tante 3, die Rückkehr des Gürtels. But I am a battle mage. I have broken my vow. And now I fight. Junge, das Spiel kommt heute raus und die konnten kein Gameplay aufnehmen oder was? Willst du mich verarschen? Okay, jetzt kommt's. Oder nicht? Weiß nichts. Jetzt.
Es sieht nicht schlecht aus, aber es ist wieder so ein Spiel, wie dieses Rocket Jump. Mit direkt untergehen. 1 Stunde nach Release ist tot. Spellbreak. Ja, gesehen. Ja. 3. September. Er meinte doch heute. Aber komplett falsch. Er meinte heute. Start for free. Epic, let's go. Epic, ah. Immer Epic jetzt. Ah, geil, Digga. Game Pass safe. Ja, wusste ich doch. Game Pass. Ja, gratis Discord-Info. Diese Livestream. Jo. Wie Zulu. Ne, diese PlayStation Livestreams waren langweilig. Da wo nichts passiert ist. Da wurde über SSD geredet. Der Hunde So many so. great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at GamesCom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. What? In Tetris, oder? Safe. 最初タリカンの音楽を聴いたときに曲が素晴らしいだけじゃなくて Ja, die sagen deutsche Spiele, aber reden. Factor 5 was so far ahead of the curve, and each of their games pushed game technology as far as possible. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ。グラフィックは綺麗だわ。ゲームプレイも滑らかで満足いくものだで本当にすごかった。今回 Kann sein, Mann. Eines der ersten Spiele, oder? Die machen jetzt bestimmt irgendein neues Spiel oder so. This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career, and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my proudest works. Comeback Hook? Ah, Remo. Das kommt mir hart bekannt vor. Was ist das für ein Spiel? Sag das hin. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of Stasis. With Stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here's an all-new look at Stasis from Destiny 2 Beyond Light. Look at Destiny mit den neuen Dings immer. Yes. Eine neue Season oder was ich dann. The floodgates are open. The darkness is here.
Weißt du noch, wo wir einmal da nicht weitergekommen sind, 2 Stunden lang oder so? Ja, Mann. Dann haben wir aufgegeben oder so. Da hatten wir es am Ende geschafft. Weiß nicht mehr. Immer diese Hunde sind. Ich weiß auch, dass sie da unten immer auf einmal gespawnt sind. Ja, Mann. Our fight is far from over. Was ist das für eine Musik, Mann? Vorspitz. Den Hafen scheiße. Er macht wieder Auge. Ah, Digga, was für Auge ist. Er macht einfach den Emote, den MSP vorhin reingeschickt hat. Jetzt ja beim Kacken liegen. Nochmal. Ich will 1 sein. Ah, willkommen zurück, MSP. Du hast das beste Spiel heute verpasst. Genau als du gegangen bist, kam Medal of Honor. Und danach kam nur noch Müll. Ist so, ey. Ja, dieses Timelag. Pre-Order. Irgendein Pre-Order. Ich glaube, ich habe mir noch nie ein Spiel vorbestellt, außer Fall Guys. Und Need for Speed Heat. Without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Congratulations. Hart, okay. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the GamesCom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's most wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show. Hey, warte mal, wollte EA nicht noch irgendwas mit Need for Speed zeigen? So tune in on Sunday, August Hatten die nicht 30th irgendwas Need for at Speed 8 gesagt p.m. oder so? Central European Time to see the grand Glaub schon. finale of this year's Gamescom, where we give Ich bin gamers a gerade stage. zufällig wieder That's it for eingefallen. me tonight. Ah, die haben doch schon vorhin irgendwelche Sachen I just want gezeigt. to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this Die haben together, Star Wars so gezeigt, die haben Medal of Honor gezeigt. to you, Jeff. Need for Speed wollten die auch zeigen, glaube ich. Thank you very much, Sydney. It's great to have you on the show again this year. Und was macht ihr so morgen? Was machst du so morgen? How will it be different? What is that Und? generational difference? Well, back in June, Tali weiß man nie, er ist immer geheimnisvoll. Er verrät einem nie, was er macht. Das ist, weil er Plan B gerade ausführt. Das mit den Handschellen. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's an extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy. Hast du das? Live Gameplay. Ratchet Clank. Der Hund, Ja. Also früher PlayStation-Maskottchen auf den. We may still have time to put a stop to this. Hey, I think I found the mod back. Oh dear. Macht ihr weiter mit dem Stream, wenn das zu Ende ist? Duschen gehen seit einem. Ja, Tali will duschen gehen danach. Ich kann weitermachen, wenn du weiter quatschen willst oder so. Quatschen. Ja, ne? Feels good to be back in action. Die Grafik ist heftig. Das ist ja eigentlich eher so ein Kinderspiel.
Let's go. I've been looking everywhere for you. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. Yeah, right. They finally be free of the both of you. Soon, everything you see will be mine. Ich schau mal, ob ich gleich weitermache. Ich wollte sowieso noch ein Dings von einem Spiel, eine neue Season angucken kurz. Streamcut komplett ab. This device seems to utilize reality shot. There has to be another way across. Hat. Es gibt aber ganze 30 Sekunden oder so. Trying it at one of them. That was rather exciting. Sieht auf jeden Fall nice aus. Mehr Gameplay als ganz. Ich glaube Ganz ja, schön. Ich schwöre, die wollten noch nicht for Speed zeigen, oder nicht? Wenigstens Hot Pursuit Remaster, was auch auf Switch war, wollen die doch zeigen. Wenn das hier nachher nicht kommt, dann raste ich aus. Ne? Or at least a very large octopus. I will never get used to that. Hey, at least we're on the same planet this time. Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break reality. Did Dr. Nefarious really resurface after all these years just to try and take over the universe again? Yeah, I kind of wish he was doing a worse job. He must have more planned than he is telling us. That's what I'm afraid of. Hat man. Na, ich glaube, vielleicht sollten wir dann doch lieber alle pennen gehen, Digga. Können dann morgen wieder Stream anmachen. Can't wait to see what's new. More butts? Ne, wann geht denn das Gameplay noch? Arsch, das ist so lang Gameplay, ne? Vor allem das ist das Gameplay, was sie doch damals schon gezeigt haben. Genau das gleiche. Aber diesmal ist es halt, ja, diesmal ist aber halt nicht voraufgenommen auf den. Ist ja scheißegal, also. Ja, ist genau das gleiche. Well, it is certainly not good. Right. Where are we?
Immer noch nicht zu Ende, Digga. Oh, nicht so eine Krawatte, du. Ratchet, we are too late. Ratchet? Who? Kein Problem, Mann, hau rein. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen oder so. Pass in der Schule gut auf. Das ist wichtig. Also zeig wenigstens einmal so auf. There you have it, Ratchet and Clank, Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from Insomniac Games. Gute Nacht, Mann. Guys, it was so great to see that Safe MSP verpasst jetzt noch Need for Speed, Digga, zum Schluss. Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with Hoffentlich nicht, ja. PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? I mean, first and foremost, it's just pure horsepower enables us to fill our worlds with the kind of density and life that we've never been able before. More important, perhaps, though, is the dimensional shifting that we have going on, which uses the SSD that allows Also ein Spiel passt, glaube ich, sogar noch rein. Weil es ist 21:55. Ja. Wenn der jetzt nicht zu lange redet, dann könnten die Need for Speed 3 machen. Ich weiß nicht, ob es heute kommt. Die meinten aber eigentlich Need for Speed ist auch da. Volle Verarschung. That's all actual gameplay. Mike, I'm curious, how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump? Das Remaster kommt auch, glaube ich, bald raus. Deswegen würde es ja nicht passen. There is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your wrist tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like Ich schwöre, das war, glaube ich, das langweiligste Jahr überhaupt für Spiele. to discover or gain a tactical advantage. Fall Guys war okay, Medal of Honor war okay, ein Spiel war okay, sonst das ganze Jahr über nix. Call of Duty wird auch wahrscheinlich okay und Cyberpunk, aber ach, sonst okay. All right, you guys, so confident both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? So every Ratchet and Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude a ton of personality. And the DualSense is sort of like, it feels like it was made for Ratchet and Clank just because the haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves. So for example, your burst pistol, of course it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different and you can tell what you're holding. But of course, the adaptive trigger like that to a functional level where in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So in the demo, we've got the Enforcer, which is a double shotgun. You can pull the trigger way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling. Fang gleich an, Digga, bei seiner Erklärung. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll across what I'm sure are an insane, group of weapons. Warum hat der eigentlich eine goldene Fliege an seiner Tell us a bit about this game. I think some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like, how it would tell us in the Ratchet verse where this sits. Hängt einfach eine goldene Fliege an seiner Wand. An extension of Ratchet and Clank komplett into the Nexus, the 2013 game. Standalone adventure. So it's one that even if you've never links oben auch ein Käfer in Gold. get into it and you'll understand it and you'll Und hinter ihm, direkt hinter ihm so ein Huhn, Digga.
mods. You're gonna see Leute a lot machen of Bild characters von, and planets weiß nicht, von and, Amerika, Sri Lanka, all through a Digga. whole new life Er of, macht Schmetterlinge an der Wand. multiple dimensionality. Yeah, no, this Rift Tether thing I think looks really exciting. And how often, like, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see like frequently in the game? Or are there special moments? Like, I guess I'm curious, like how often you use that technique for gameplay. So the Rift Tether has created these Ich raste aus, es kommt kein Need for Speed mehr, oder? There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious. Ein Teaser kann auch so 1-2 Minuten dauern, aber dann müsste es jetzt schon starten. Reserved for special moments when you really have to, when the dimensional damage really tears wide open. Well, I gotta say, it's incredible. And then at the end, Ja, we got another tease of this female Red, aber auf der End. I know you guys are confirmed she's playable in parts of the game. End. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're gonna have to keep this one a little. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. They'll figure it out right away. She's not named Abby, though, right? All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I got to say, I mean, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun. And as you said, of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're going to get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike? So Ratchet is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. What kind of window? Is it big window? So no, I'm just kidding. All right, that's all we're gonna get, I'm sure. Ratchet and Clank Rift Apart coming in the launch window for PlayStation 5. I gotta say, Insomniac, we're so excited what you guys are doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for all you've done, and we look forward to of Rift Apart soon. Na, Datum haben die nicht gesagt, weil man sonst weiß, wann PS5 rauskommt. Thanks for showing us that first look at Ratchet & Clank PlayStation 5, and that's going to do it for opening night. Thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live games. Bastard, die haben Need for Speed gesagt. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards